In dieser Landschaft Spaniens liegt vor uns das perfekte Abenteuer. Jeder hat dafür sicher seine ganz eigene Definition. Für uns bedeutet es, etwas Unbekanntes zu entdecken. Spannend. Der Weg, der wird immer abenteuerlicher hier. Sich Herausforderungen zu stellen. Was man hier Straße nennen kann. Ich laufe hier gerade mal zu Fuß lang. Oh, fuck. Bin falsch. Und dabei auch an Grenzen zu stoßen. Es gibt bestimmt Leute, die das können, aber wir nicht. Aber es ist mega steil. Auf solch ein Erlebnis nehmen wir dich jetzt mit. Viel Spaß! Als hätten die sich einen Wecker gestellt, die Vögel. Sind die gerade alle um 7 Uhr angefangen loszuflöten. Und eine Stunde später gibt es ein Kontrastprogramm, der nach baut seinen Presslufthammer raus. Erster Kaffee Intus. Der Helm ist sauber, also kann es losgehen auf die Bikes. So viele verlassene Häuser, kaputte Häuser, aber auch so Häuser wie diese, die eigentlich gar nicht so kaputt sind, aber trotzdem irgendwie verlassen. Da weiß man immer nicht so richtig, werden die gerade renoviert oder gebaut oder eigentlich schon wieder abgerissen. Dabei sehen die eigentlich von der Substanz her gar nicht mal so schlecht aus. Also so, als wenn die angefangen hätten zu bauen und dann einfach nicht zu Ende gebaut haben. So starten wir an diesem Morgen vom Camping Rural am türkis leuchtenden Stausee Richtung Cuevas del Campo. Die Berglandschaft, auf die wir von hier aus einen fantastischen Überblick haben, gehört zur Wüste von Gorafe und wird uns heute beeindruckende und abenteuerliche Strecken bescheren, die wir so noch nie zuvor gesehen haben. Genau in diese kleinen Sahnehäubchenberge, da werden wir gleich den Tet durchfahren. Genau deswegen fahren wir jetzt quasi nochmal so eine halbe Stunde, 27 Kilometer zurück an den Ort, wo wir gestern quasi vom Tet runtergefahren sind. Ja, da ist der See, wo wir gestern ja nicht baden waren, aber fast. Und unsere Füße hatten wir drin. Ja, Monsieur. Ich habe quasi Tet Sektion 24 eingegeben und den direktesten Weg zum Einstieg des Tracks gewählt. Das sind jetzt noch 22 Minuten 45. Ach so, schön. Das Navi alles kann. Die kleine Selbstständigkeit bei Regen kann man ihm verzeihen, finde ich. Also ich navigiere ja sonst auch immer mit Handy. Das Problem habe ich ja nicht mal. Ja, guck, bei dir nicht. Bei mir schon. Also das scheint echt gerätespezifisch zu sein. Wir haben genau das gleiche Modell und so weiter, aber bei ihm hat es null reagiert und bei mir hat es halt bei Regen mal so ein bisschen Phantomaktivität gehabt. Aber ach, was soll's, ne? Herrlich, Freunde, herrlich hier. Geil, geil. Was ein Start in den Tag. Wir fahren eigentlich gerade nur hin zum Anfang des Tracks und schon haben wir wieder eine aufregende Piste vor uns. Unverhofft kommt oft hier so ein Bauernhof mit einem Hund. Oh, ich hoffe, der weiß uns nicht. Nein, ich glaube nicht. Aufpassen, Querstraße. Oh, ein Pferd, ein weißes Pferd, wie geil. Oh, was für schöne Pferde. Hallo. Na, ihr Hübschen. Ist das mal hier eine schöne Abfahrt, ey. Immer noch auf dem Weg zum Track vom Tet. Und da hinten immer noch die Berge mit dem Schnee oben drauf. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier hoch. Wir müssen hier, glaube ich, hoch. Ja. Warte mal. Ich guck mal eben, was mein Navi macht. Ja, ja, das ist richtig. Julio. Oh mein Gott, da sieht man voll die kleinen Sahnehäubchenberge. Oh, ist das geil. Oh, hier ein Foto, oder? Oh, mega.
Was eine geile Aussicht hier. Ist es mal der Hammer? Wow, krass. Das so früh am Morgen. Ja, ey, gerade mal, keine Ahnung, 10 Kilometer gefahren und schon sieht das hier so aus. Der Weg, der wird immer abenteuerlicher hier. Echt krass. Also, das ist aber dann auch wohl eine normale Straße, oder? Wenn es das Navi ansagt. Normale Straße wird er das hier nicht mehr nennen, sagt Julian. Ja, das ist jetzt hier schon echt spannend. Wow. Also, ich glaube, irgendwie auch vielleicht nicht ganz richtig, aber egal. Also zumindest kann man hier ja irgendwie, ja genau, das ist auf jeden Fall der Weg, der eher passt. Der passt nicht. Komisch. Okay. Also meiner sagt, dass es genau richtig ist, wo wir hier sind. Ja. Nee. Fahr mal ruhig weiter. Das ist eher so ein Komposthaufen hier. Ja, ich glaube, wir fahren mal zurück und dann den einen da. Andersrum. Tja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber für sowas lohnt es sich dann auch echt mal einen Umweg zu fahren. Mein ganzer Fuß ist voller Sand. Ich habe gerade beim Fotos machen so im Berg gehangen. Da ist der halbe Berg mit in den Stiefel reingefallen. Okay, ich glaube, da geht echt keine Straße raus, ne? Ne, wir können ja jetzt gleich mal rechts fahren. We try. Das ist jetzt allerdings überhaupt nicht mehr Track. Ne, ich glaube, wenn dann links. Rechts ist steiler, links ist kurviger. Oh Gott, Hilfe, ich habe woanders hingeguckt. Ja, aber ich bin sogar jetzt gerade zu unentspannt, um hier pinkeln zu gehen, obwohl ich müsste, weil ich die ganze Zeit denke, jetzt könnte um jede Ecke so ein Hund kommen, weil man natürlich nicht weiß, wie offiziell ist die Straße hier, aber so vom Grundlegenden müssen wir in 2 Kilometern links. Aber also wir sind quasi jetzt parallel zu dem, was mein Navi uns vorschlägt. Und wir nähern uns dem Track. Also wir sind nur noch 13 Minuten davon entfernt. Jetzt wird es etwas steiler. Dezent. Ich sitze mal lieber. Uiuiui. Schmetterlinge. Oh, ich bin hinter dir. Alles gut. Yep. Ja, finde ich auch. Ich lasse dich da mal erstmal entspannt vorfahren, weil falls es nichts wird, dann kann man hier anhalten. Fahr mal noch ein Stückchen. Uiuiui. Oh! Yes! Ja, ich glaube, so ungefähr passt es aber. Wir werden immer weiter weg vom Track irgendwie. Vollgas ins Verderben. Das ist auch schön hier so. Es wird auch ziemlich sandig jetzt hier. Wenn jemand Sandexpertin ist, dann bist du das ja, ne? Nimm mal ein bisschen Abstand, damit du mir nicht hinten rein bretterst, falls ich hier gleich mal liege. Aber ich liege nicht, ich fahre. Wunderschön hier. Wunderschön. Oh. Liegst du oder was? Nee. Oh wow. Wow, wir machen eine ganz schöne Staubwolke, ne? Nee, wir sind immer noch auf dem Weg zum TED. Ich glaube, das ist hier tätiger als der TED. Der Weg zum TED ist tätiger als der TED. Geil.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich glaube, wir fahren jetzt hier gerade falsch. Wir müssten mal wenden und da oben hätten wir mal reingemusst. Ich hoffe... Oh, nee. Ah, da kann man da rein? Ich weiß es nicht. Doch, das geht gut, ne? Yes. Sehr gut, sehr gut. Bisschen Schwung. Man muss ja bedenken, dass das hier alles deine Navigation zum Track ist. Oh, hier muss man, glaube ich, ein bisschen... Ich schalte mal den zweiten und gebe Gas. Boah, nice, ey. Dieser landschaftlich wirklich wunderschöne Abschnitt Spaniens besteht aus ausgetrockneten Meeren und Bergen, die durch submarine Vulkanausbrüche entstanden. Der Geopark Granada, von dem wir hier vermutlich gerade einen Teil befahren, liegt im Osten der Region Andalusien und umfasst etwa 4.700 Quadratkilometer. Die geologischen Spuren hier reichen bis zu 5 Millionen Jahre in die Vergangenheit zurück, von der zahlreiche ehemalige Wohnhöhlen unserer Vorfahren erzählen. Schon echt geil. Sieht gut aus. Wow. Einen Berg haben wir schon hinter uns gelassen. Ja, das ist halt echt krass, weil der hört richtig die dicken Steine, die gegen den Motorschutz prallen. Wir sind hier noch immer auf dem Weg zum TED. Und wir haben gerade schon überlegt, ob wir hier vielleicht mal irgendwie so ein bisschen noch abseits der vorgegebenen Route fahren wollen. Wenn das hier so ein abgesperrtes Gebiet wäre, wo man so drumherum um Zivilisation weiß, dann macht das bestimmt mega Spaß. Irgendwie so Enduropark Hechling oder wie das heißt, ne? Da war ich auch noch nicht, aber so stelle ich mir das da vor. Das ist schon geil. Aber Touren hier in der Gegend. Da brauchst du auch ein bisschen andere Karren für, ne? Ja, ich glaube, so einen schweren Trümmerhaufen. Mit unseren Motorrädern brauchen wir das nicht versuchen. Es gibt bestimmt Leute, die das können, aber wir nicht. Auf jeden Fall ist das schon sehr, sehr vielversprechend hier heute. Der Beginn dieses Tages. Mega. Mega. Wenn man bedenkt, dass das alles auf Karos Navigationskünsten basiert, dann ist das schon echt was wert hier, ne? Eigentlich sollten das, glaube ich, 27 Minuten oder sowas zum Einstieg sein. Freunde, der Weg ist das Ziel. Das ist das beste Beispiel dafür, ne? Oh, Insekt, du hast auch schon... Also hört sich jetzt witzig an, aber ich meine das ernst. Im Endeffekt ist es ja auch völlig egal, weil das macht mega Bock hier. Die Landschaft ist Hammer. Wer weiß, ob das auf dem TED jetzt überhaupt so wäre. Wahrscheinlich sind das auch irgendwelche Abschnitte davon. TED ist langweilig. Fahrt einfach die Strecken hin zum TED. Also ich will ja nichts sagen, aber das hier ist wirklich das perfekte Terrain für dieses Motorrad. Als wenn es dafür gemacht wäre. Also Spanien überrascht mich gerade derbe. Es ist, glaube ich, die Enduro-Landschaft, die man sich nur wünschen kann, oder? Oh Gott, was ist denn da so? Wie schön ist unsere Welt, bitte? Wenn man an solche entlegenen Orte fährt. Boah, das ist aber richtig feinpulverig, der Fels. Wow, die Landschaft hier ist echt mega beeindruckend. Also sowas so nah zu sehen, das ist auf jeden Fall jede Reise wert.
Also wer einen Fable für Lost Places hat, der ist hier in Spanien echt an dem perfekten Ort. Davon eine Menge zu finden. Es ist unglaublich, was hier alles für leerstehende Häuser und Ruinen sind. Wow. So krass. Jetzt hat mir plötzlich sehr, sehr feinen Sand. Wow, und viele Sträucher direkt an der Straße, was man hier Straße nennen kann. Oh, und muss hier quasi gucken. Wow, fuck, oh Gott. Stiefel zwischen Berg und Motorrad. Muss hier gucken, dass man irgendwie seinen Weg findet. Oh, fuck. Okay, wir haben unseren Fluss. Aber sowas von. Schitteböhm. Willst du mal zuerst? Weil ich habe die ganzen Geräte. Ich habe meinen Laptop drin. Wenn ich versinke, der ist scheiße. Geh mal einmal zu Fuß hier rein. Ach, das geht aber gut. Fahr hier. Hier ist nicht ganz so tief. Oh, das geht. Und dann hast du halt kleine Steinchen, aber das geht. Was ist denn da in der Mitte einfach durch? Das ist zu tief. Mitte ist tief. Mitte ist relativ tief. Okay, das müsste gehen. Upsala. So, dann wollen wir mal dieses Flüsslein. Yes. Ich versuch's, ich mach's im ersten. Sehr geil, sehr geil. Wow, super. Geht gut, geht sehr gut. Ja, gut. Aber ich habe nasse Füße. Immerhin nur die Füße. Dann wollen wir mal. So einen Fluss bin ich noch nie durchgefahren. Wird schon schief gehen. Oh, okay, das ging ja. Wir fahren jetzt Track 24. Unser Ziel ist heute nach Granada zu kommen. Allerdings haben wir jetzt quasi für die Sachen, die eigentlich eine halbe Stunde dauern sollte, haben wir, glaube ich, jetzt schon 2 Stunden gebraucht, weil es einfach so geil war hier. Wir mussten viel filmen und Fotos machen und zwischendurch auch mal absteigen und gucken, ob man überhaupt weiterfahren kann. Wow! Ja, das ist schon echt Premium. Angeblich müssen wir jetzt hier den ganzen Berg da hinten hoch. Das wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Komme ich hier wohl raus? Wir müssen uns hier erstmal was freischaufeln. Oh, die Karre ist natürlich heiß wie Sau. Ich zieh dich mal rückwärts, oder? Ja. Ich mach mal eben den Stein. Eigentlich hatte ich... Hier rückwärts. Warte mal, wo greife ich? Hier drunter, genau unter den... 1, 2, 3. Yes! Okay. Schon ganz schön schwer so ein Ding, ey. Ja, meinst du, es geht von hier für dich? Ja, ich muss halt rechts fahren, ne? Also ich weiß nicht, ob das hier... Also das ist schon extrem hoch.
ne? Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. So, da hoch soll jetzt der Track gehen. Leute, das ist richtig, richtig steil. Ich weiß nicht, ob man es im Video erkennt. Naja, das sieht man glaube ich nicht, aber es ist schon so. Scheiße. Weiß ich nicht. Das Ding ist, du musst da hochkommen, ne? Ja, ja. Die darf die Karre da nicht abfangen. Da müsste man quasi begleitetes Fahren machen. So, Julian checkt jetzt mal die Lage. Ich laufe hier gerade mal zu Fuß lang, um einmal zu gucken, wie sich so hier die Gegebenheiten anfühlen. Boah, ey. Ich bist ja fertig, wenn du zu Fuß oben ankommst. Hier sind so Senken drin. Aber da vorne, da wird es echt super steil nochmal. Weiß nicht, ob das hier für unsere schweren Dinger mit Gepäck ausgelegt ist. Ich bin jetzt gerade so an dem Standpunkt, dass das definitiv zu steil ist. Also wenn, dann muss einer mitlaufen. Die Sache ist, an sich ist das kein Problem. Das Doofe ist nur der Untergrund. Der ist so sandig und rutschig. Wenn das anfängt, dass dir dein Hinterrad durchdreht, kommst du da ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vom Fleck. Und dann kippst du hier mit deinem ganzen Scheiß um. Er hat es fast geschafft. Boah, ich bin ja jetzt schon hier völlig außer Atem. Leute, das ist echt anstrengend. Ich bin gespannt, was er gleich zu berichten hat. Gar nicht so einfach mit dem Ted hier, die richtige Route zu finden. Boah, ich hoffe, dass er mir gleich sagt, dass das da oben nicht geht, weil das ist schon echt krass. Also sowas bin ich noch nie mit Queenie gefahren, vor allem nicht so lange. Also man kann ja mal über so eine Kuppe drüber, aber wenn die Kuppe dann irgendwie einen halben Kilometer lang geht, bis man da oben ist. Hier oben wird es noch mal tricky. Boah, ich bin fertig, ey. Hier zu Fuß hochkraxeln. Schon so anstrengend. Ich hätte Bock, aber ich glaube, das ist nicht wert. Wenn hier irgendwas passiert, hier ist keine Sau. Wir sind hier wirklich überall um uns herum. Ist einfach nichts und niemand, wenn hier irgendwas passiert. Ich glaube, das ist wirklich vernünftiger, auch wenn es ein bisschen langweiliger ist, den anderen Track da unten zu nehmen. Weil ich sage euch ganz ehrlich, das ist wirklich schön genug und auch das macht schon so Bock, da unten zu fahren. Da kriegt man von hier oben mal ein bisschen so einen Eindruck, wie steil das Ganze ist. Aber es ist mega steil. Auch wenn du hier hinfällst oder sowas, du fällst hier in den Scheiß hier rein. Du hast kaum Ausweichmöglichkeiten. Du kannst ja auch nicht wenden und nix. Oh, ich hoffe, er sagt mir jetzt, das geht nicht. Geht nicht, oder? 50-50. Oh, Mist. Okay. Das könnte man machen, wäre mega Abenteuer. Aber ich glaube, das lassen wir aus Vernunftsgründen. Du kannst da oben wenden, kannst du knicken. Völlig. Das ist, ne, das wird da vorne in der Senke, das sieht man von hier aus gar nicht so richtig. Jetzt nochmal so ein Stückchen steiler. Allein von der Steigung und sowas wäre das kein Problem. Das Doofe ist nur, der Boden ist so weich und sandig. Und wie man das hier schon gesehen hat, ich habe Angst, dass mit unseren schweren Dingern, dass die sich da festfahren, du auf einmal keinen Grip mehr hast, dein Hinterrad dreht durch und dann kommst du an der Stelle nicht mehr los. So, dazu sind die noch so hoch und schwer. Wenn du da einmal absetzen musst und stehen bleibst, dann kippst du um mit dem ganzen Kram. Ja, okay, und wir fahren einfach jetzt so lange den Track noch weiter und kommen dann irgendwie wieder Der ist ja geil genug, das macht ja auch mega Bock, das ist super schön hier unten. Ich glaube, das ist das Risiko einfach nicht wert. Genau, Safety first. Und wir machen ja schon Abenteuer, das reicht auch an gefährlichen Und das geht da vorne wieder auf den Track, also das ist eine Alternative, die kann man hier unten lang fahren. Das ist, glaube ich, echt was für richtige Enduros hier. Genau, also lassen wir mal ein bisschen Vernunft walten und fahren hier weiter auf der dennoch auch sehr schönen Straße in sicherer Umgebung. Sogar hier oben trifft man noch Menschen, Radfahrer, ist ja unfassbar. Hola! Hola! Ja, wow. Da kommen wir gerade her. Wow. Es ist einfach unfassbar schön, diese Straße hier zu fahren. Jetzt geht es auch wieder ziemlich human weiter. Also hier so doch ganz gut harter Schotter. Festgetreten, festgefahren. Wie ruhig das hier ist einfach. Du hast nichts, einen Vogel. Und landschaftlich echt mega was anderes, ne? Fühlt sich, als wärst du hier irgendwo in Amerika oder sowas in Utah unterwegs oder so. Crazy. Spanien, ohne Scheiß, Spanien ist gerade einfach nur richtig geil, würde ich sagen, oder? Die Insekten fallen ja auch ein bisschen größer aus. Also wenn man mal Hunger hat und gerade nichts zu essen dabei, die zu grillen. In China gibt es das, glaube ich, öfter zum Mittagessen oder so. Also ich plädiere allerdings mehr so auf einen Apfel. So, hier Essen am Straßenrand mit einem geilen Ausblick und er hat auch Spaß hier mit seinem Jeep. Geil, 4x4 Tour.
Kann man hier sicherlich buchen. Ach, das sind so Guides, ne? Ja. Steht da dran. Wir machen das lieber selber. Wir guiden uns hier selber durch Spanien. Aha. Hinten ist der See, wo wir heute Morgen gestartet sind. Und da sieht man die Bergkuppen, die verschneiten. Und da wollen wir jetzt mal weiterhin. Ja, hier kommt jetzt gerade nämlich auch noch der Aspekt Höhe hinzu. Teilweise ist die Straße etwas brüchig. Da kann man dann quasi bis auf den Hang hinunterschauen. Und es gibt hier so einige Kurven. Das ist, oh, extreme Kurven. Die Höhe und Schroffheit der Landschaft lässt sich durch die Kamera optisch gar nicht erkennen. Ich verspreche euch, wenn ihr selbst mal dort seid, stellt ihr fest, dass es noch viel beeindruckender ist, als es jetzt auf dem Bildschirm aussieht. Oh, was ist das denn hier? Okay, ich bin falsch, aber irgendwie bin ich auch richtig, weil es schön hier ist. Okay, da lang, ne? Special. Yeah. Kurvenreich, plus steil, plus steinig und eng. That's what we have now. This is adventure, yes. Oh yes. Wo wir heute Nacht schlafen werden, wissen wir zwar noch nicht, aber fest steht, dass wir noch lange von diesem Tag träumen werden als einer der perfektesten Abenteuertage unseres Reiselebens. 100 Kilometer feinste Offroad-Passagen, bunt gespickt mit allen Belägen und Bodenbeschaffenheiten, die man sich als Reiseendurist nur wünschen kann. Kein Wunder, dass es hier auch geführte Touren durch das Gebiet gibt. Uns gefällt es allerdings richtig gut, das auf eigene Faust zu erkunden. Kleine Pause am Rand von einem ausgetrockneten Flussbett und da geht's jetzt gleich den Tet weiter runter. Si, Signore? Wow, jetzt hier vorbei an so einer freien Schafherde. Hallo Leute! Wer denkt ja immer, wo ist hier der Hund jetzt? Es riecht auf jeden Fall entsprechend. Wow. Aber hier ist weit und breit niemand, ne? Nee. Ja, hier gibt es jetzt so ein bisschen Zickzack durch die Wiese. Schöne Farbe hier, das Grün, ne? Guck mal. Wow. Oh, da unten auch wieder so ein verlassenes Haus. Oh, okay. Warte mal. Ich muss mal... Boah, das ist krass. Ja. Oh, Hilfe. Ja, da unten ist halt so krass, geht's halt ab, ne? Siehst du, was ich meine? Das kommt so unerwartet irgendwie, ne? Und das ist jetzt hier auch ein bisschen sandig. Ui, hier ist es sandig, lockerer Sand. Das mag hier oft so aussehen, als ob wir viel langsamer fahren, als man es hier könnte. Das machen wir bewusst, denn wir sehen das so.
für alle, die meinen, dass wir hier vielleicht ein bisschen lame durch die Gegend fahren oder so. Man muss auch differenzieren, ob man da jetzt hier in der Gegend, sowieso Andalusien ist ja ein Enduroland, ob man da jetzt als Reisender ist oder ja hier einfach vor Ort irgend so ein Enduro-Erlebnis macht, dann kannst du hier durchballern wie Sau. Das macht sicherlich auch richtig Bock. Aber gerade wenn man mit Gepäck und auch auf einer Reise unterwegs ist, muss man halt ein bisschen den Sicherheitsfaktor mit einbeziehen. Man muss auch wieder heile nach Hause kommen, denn da kommt es im Endeffekt dann am Ende drauf an. Und das ist einfach eine andere Grundsituation. Daher sind wir auch ein bisschen langsamer unterwegs, als es theoretisch möglich ist. Genau, Safety first und wieder heil nach Hause kommen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und unterwegs trotzdem ganz viel Spaß haben. Ich denke, das geht ganz gut. Oh, jetzt wird es aber doch nochmal sehr sandig. Oh, ich darf mich auch hier nicht eingraben. Das ist doof hier anzuhalten, dann wird es für mich schwierig. Fahren wir weiter. Oh. Was sagst du dazu? So ein bisschen wie in der Wüste fahren muss man, ne? Arsch nach hinten und dann gib ihm, ne? Wir sind uns einig, diese Gegend Spaniens steht für sich. Steppen- und Wüstenflair, mal im Grand Canyon-Look, schroff und steinig und 3 Kurven weiter ein Dschungel mit Flussdurchfahrt und dazwischen Lost Places. Das hier ist echt ein Tag Motorrad-Abenteuer Schlaraffenland mit jeder Menge Spannung und Überraschungen. Ist frei, also ist machbar, ne? Ah, jetzt höre ich dich wieder. Ja. Yes! Oh mein Gott! Krasse Strecke, ey! Mega. Macht aber echt super Bock. Je anspruchsvoller der Belag, desto mehr Konzentration ist gefordert. Dementsprechend genießen wir die leichteren Passagen wie diese, wo es zügiger vorangeht, ebenfalls in vollen Zügen. Einfach mal wirken lassen und zur Abwechslung entspannen. Auf der Kurve da gleich, da steht auch schon der nächste Motorradfahrer. Also man sollte hier immer ganz gut aufpassen, denn da kann echt immer jemand sein. Wir haben den jetzt gerade gesehen von da hinten. Yes, hi! Er ist Spanier. Er hat das richtige Motorrad für die Gegend, meinst du? Ja, das stimmt.
Die Wüste von Gorafe ist ein Ort, an dem die Geologie, das Land und die Kultur der Einheimischen geprägt hat. Vielfältige Formen und Farben ergeben eine Sinfonie, die sich je nach Tageszeit verändern kann. Reiseführer sagen sogar, dass die einzigartige Schönheit dieses Gebiets an die Landschaft Kappadokiens erinnert. Den Vergleich werden wir eines Tages sicher selbst noch ziehen können, wenn wir mal in der Türkei sind. Doch fürs Erste begeistert uns dieses spanische Kappadokien vollkommen. Es ist jetzt 4 Uhr. Wir sind gerade vom TED-Track abgefahren und entscheiden uns nun, eine Stunde in Richtung Granada über Land zu fahren, über ganz normale befestigte Straßen jetzt. Da das doch jetzt seit 6 Stunden fahren wir jetzt hier schon Offroad, das zerrt echt an der Konzentration und macht sehr, sehr müde. Also nicht mal unbedingt so körperlich, finde ich, sondern eher vom Kopf her, weil man muss halt permanent, permanent gucken, wo man fahren kann und wie am besten. Also von daher, ich glaube, da sind wir beide gerade ganz froh, mal wieder ein bisschen leichter unterwegs sein zu können jetzt, ne? Ja. Jo, also mal gucken, wie jetzt so die Landstraßen bis nach Granada sind oder kurz davor. Wir wollten jetzt gleich was einkaufen und die ganzen Geschäfte, die machen erst ab 17 Uhr wieder auf. Vorher haben die Siesta. Da werde ich mich gleich reinhopsen, aber sowas von. Aber erst muss noch das Zelt aufgebaut werden. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? War jetzt zum Schluss echt ganz schön anstrengend. Kleiderständer, Motorrad steht, Zelt auch. Und das Ganze sogar mit einem richtig schönen Ausblick in genau die schneebedeckten Berge, die wir den ganzen Tag vor Augen hatten. Na, wenn das mal kein perfekter Zeltplatz ist für das Ende dieses Fahrtages, dann weiß ich es auch nicht. Nach so einem Fahrtag hier gleich erstmal die Kette neu ölen. Das quietscht ja auch alles, als hätte ich ein Mäuschen im Moped. Das ist natürlich hier trocken wie Sau. So, wir gehen jetzt zum Wasser. Wahrscheinlich mache ich gleich wieder einen Rückzieher, aber ich glaube, der müsste schwimmbar sein, der Pool. Ein Rettungsring, falls ich alle meine Fähigkeiten plötzlich verlieren sollte. Ich bleibe hier mal erstmal noch eine Stunde stehen, bevor ich ganz reingehe. Willst du auch mit rein? Ich bin ja im Allgemeinen nicht so der Freund von Swimmingpools. Ja. Aber in Anbetracht des Fahrtages und dieser sehr schwitzigen und staubigen Angelegenheit ist so ein Ganzkörper-Wasserbad, glaube ich, eine ganz gute Sache. I think so. Oh, ist das kalt. Man muss es auch langsam machen, nicht, dass man Herz-Kreislauf-Kollaps kriegt, ne? So, das war Versuch Nummer 1. Wir brauchen wahrscheinlich noch 10. Yes. Ich würde sagen, wir kochen uns gleich ein paar leckere Nudeln.
und lassen die Katzen den Abwasch machen. Arbeitsteilung ist alles, Freunde. Mit diesem poetischen Wein habe ich mich soeben mal hier zur Ruhe begeben. Blick in die Berge, die Laterne flackert noch so ihr letztes Lichtlein für den heutigen Tage vor sich her. Und ich nutze die Zeit, um hier das Reisetagebuch für heute zu schreiben und mal zu gucken, wo wir uns denn hier gerade befinden. Gestern sind wir die erste Schleife so ein bisschen gefahren, also den ersten Loop zur Hälfte, und sind dann heute quasi von hier aus den 24er bis kurz vor Granada gefahren. Wirklich 100 Kilometer Offroad-Piste. Und unter uns liegt jetzt quasi die Sierra Nevada. Da geht's dann als nächstes hin. Und damit verabschieden wir uns für heute.